Hallo Leute, bei mir gibt es heute ein leckeres Biergulasch. Dafür habe ich mir extra ein schönes Stück aus dem Mittelbug von meinem Metzger geholt. Aber das kommt später dran. Zuerst schneide ich meine Zwiebeln. Dann heize ich mir auch gleich den Topf vor auf 3/4 der Kraft, damit der schon mal heiß wird. Und zu meinen Zwiebeln kommen jetzt noch 2 Zehen Knoblauch. Die schneide ich mir auch in Würfel. Mein Topf ist inzwischen auch heiß. Da kommt jetzt etwas Butterschmalz rein und die Zwiebeln und der Knoblauch, und die brate ich da drin richtig schön an. Dann mache ich mir auch noch ein bisschen Gemüse rein, und zwar einmal Möhren. Schneide ich mir einfach in Stücke, nicht zu klein, die sollen nachher schon noch erkennbar sein. Und dann habe ich noch Sellerie, den schneide ich mir auch in Würfel. Und dann geht es ans Fleisch. Das schneide ich mir in schöne große Würfel, dass mein Gulasch nachher auch noch schöne Stücke hat. Und manche kennen das vielleicht, wenn sie Gulasch kochen, dass sie am Ende zwar das Fleisch im Prinzip weich ist, aber die Fasern immer noch so hart sind, dass es eigentlich keinen Spaß macht zu essen. Es ist irgendwie sehnig. Und das liegt dann meistens daran, dass das Fleisch nicht genug abgehangen war. Das heißt, wenn ihr Fleisch im Supermarkt kauft und das nicht wirklich abgehangen war, dann habt ihr halt das Problem, dass das Fleisch zwar weich wird, in Anführungsstrichen, aber immer noch ziemlich faserig und dadurch nicht so wirklich lecker, wie es eigentlich sein sollte. Also wenn ihr das Fleisch dann beim Metzger holt, dann habt ihr schon einen deutlichen Unterschied, gerade in der Fleischqualität. Die Sehnen lasse ich übrigens dran, denn die verkochen nachher. Die Zwiebeln auch ab und zu mal umrühren, dass sie nicht anbrennen, sondern nur anbraten. Und sobald die Zwiebeln dann eine schöne goldgelbe Farbe haben, gebe ich mein Gemüse mit dazu und das Fleisch. Und das Ganze lasse ich jetzt richtig schön anbraten. Nachdem das Fleisch schon mal leicht angebraten ist, kommt jetzt Tomatenmark dazu. Dann habe ich hier noch Paprikapulver, ja, etwa 2 Teelöffel. Dann noch etwas Kümmel. Da kommt nicht so viel raus, also etwa eine Messerspitze. Pfeffer. Mit dem Salz warte ich noch etwas, denn ich möchte jetzt erst noch ein bisschen anbraten. Nachdem das jetzt angebraten ist, kommt auch das Salz dazu. Und jetzt bestäube ich das Ganze noch mit ein bisschen Mehl. Und lasse es noch ein bisschen anbraten. Und dann kommt auch endlich der namensgebende Bestandteil dazu, und zwar Bier. Ich habe jetzt in meinem Fall dunkles Bier. Davon gieße ich jetzt erstmal die Hälfte an. Welche Biersorte ihr da nehmt, ist eigentlich euch überlassen. Es sollte halt nur ein kräftiges Bier sein, dass man nachher auch erkennt, dass es ein Biergulasch ist. Und sobald das dann ein bisschen verkocht ist, kommt der Rest dazu. Jetzt fülle ich das Ganze noch mit meiner Rinderbrühe auf. Ja. Und jetzt lassen wir das Ganze für 2 bis 3 Stunden weich garen, je nachdem, bis es weich ist. Mein Gulasch ist fertig. Das hat jetzt auch nur 2 Stunden gedauert, also von daher muss gutes Fleisch gewesen sein. Es dauert nicht so lang. So, da hole ich mir jetzt mal eine Kelle raus.
Dann habe ich mir hier hinten noch ein paar Knödel vorbereitet. Kommt auch noch einer mit dazu. Und damit ist mein Mittagessen schon fertig. Da habt ihr jetzt wirklich alles dabei, was ihr braucht. Also zum einen das Biergulasch, das ein unheimlich angenehmes Malzaroma hat und ein Bieraroma. Also wirklich echt lecker. Also für alle, die gerne Bier trinken. Ich trinke zwar eigentlich kein Bier, aber das ist lecker. Und dazu habe ich mir jetzt eben noch ein paar Knödel gemacht. Das Rezept dafür findet ihr hier oder hier. Irgendwo findet ihr es. So, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!